Lektion 1: Gewährleistung der Cybersicherheit zu Hause. Guten Abend, Anna. Haben Sie in letzter Zeit über Cybersicherheit zu Hause nachgedacht? Guten Abend, John. Ja, das habe ich tatsächlich. Es ist immer wichtiger geworden. Ich stimme vollkommen zu. Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um Ihr Heimnetzwerk zu schützen? Zuerst sichere ich mein WLAN mit einem sicheren Passwort. Das verhindert unbefugten Zugriff. Das ist ein unerlässlicher Schritt. Ändern Sie Ihr Passwort regelmäßig? Ja, ich aktualisiere es alle paar Monate. Das sorgt für zusätzliche Sicherheit. Ausgezeichnete Vorgehensweise. Wie sieht es mit Ihren Geräten aus? Wie gewährleisten Sie deren Sicherheit? Ich aktualisiere regelmäßig Software und Betriebssysteme. Aktualisierungen beinhalten oft Sicherheitspatches. Das ist klug. Software auf dem neuesten Stand zu halten, ist für den Schutz unerlässlich. Ich achte außerdem darauf, dass auf meinen Geräten Antivirensoftware installiert ist. Antivirensoftware ist unerlässlich. Sie hilft, potenzielle Bedrohungen zu erkennen und zu beseitigen. Selbstverständlich. Außerdem vermeide ich es, auf verdächtige Links oder E-Mails zu klicken. Phishing-Angriffe können sehr trügerisch sein. Wachsamkeit ist der Schlüssel, um sie zu vermeiden. Klar, ich überprüfe immer die Absen der Information, bevor ich auf eine Nachricht reagiere. Das ist ein kluger Ansatz. Haben Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert? Ja, das habe ich. Es bietet eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme für meine Konten. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung erhöht die Sicherheit deutlich. Sie wird dringend empfohlen. Ich beschränke auch die persönlichen Informationen, die ich online teile. Das ist eine wichtige Vorsichtsmaßnahme. Je weniger man teilt, desto sicherer ist man. Ich überprüfe regelmäßig meine Datenschutzeinstellungen in den sozialen Medien. Das ist eine proaktive Maßnahme. Sie regelt, wer Ihre Informationen einsehen kann. Darüber hinaus kläre ich meine Familie über bewährte Methoden der Cybersicherheit auf. Es ist entscheidend, andere aufzuklären. Familienmitglieder müssen sich potenzieller Gefahren bewusst sein. Es fördert eine Kultur der Wachsamkeit innerhalb des Haushalts. Überwachen Sie Ihr Heimnetzwerk auf ungewöhnliche Aktivitäten? Ja, ich überprüfe regelmäßig die mit meinem WLAN verbundenen Geräte. Das hilft, unbefugte Nutzer zu identifizieren. Das ist eine ausgezeichnete Vorgehensweise. Wachsamkeit kann schwerwiegende Probleme verhindern. Ich nutze auch ein virtuelles privates Netzwerk, wenn ich in öffentlichen WLAN-Netzen surfe. Ein VPN ist unerlässlich, um Ihre Daten im öffentlichen Raum zu schützen. In der Tat, es verschlüsselt meine Online-Aktivitäten und fügt so eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzu. Wie sieht es mit Ihren Smart Home Geräten aus? Halten Sie diese für sicher? Ich sorge dafür, dass sie mit individuellen Passwörtern und Updates geschützt sind. Sie können angreifbar sein. Das stimmt. IoT-Geräte erfordern zusätzliche Aufmerksamkeit. Ich vermeide es auch, Standardpasswörter zu verwenden. Individuelle Passwörter erhöhen die Sicherheit erheblich. Sind Sie selbst schon einmal auf Cybersicherheitsbedrohungen gestoßen? Zum Glück noch nicht. Dennoch bleibe ich vorsichtig und vorbereitet. Das ist klar.
Vorbeugen ist immer besser als die Bewältigung einer Krise. Welchen Rat würden Sie jemandem geben, der neu im Bereich Cybersicherheit ist? Ich würde empfehlen, mit grundlegenden Schutzmaßnahmen zu beginnen, wie wie sicheren Passwörtern und Updates. Das ist ein ausgezeichneter Rat. Jeder sollte seiner Online-Sicherheit höchste Priorität einräumen. Cybersicherheit ist im heutigen digitalen Zeitalter unerlässlich. Das stimmt, Anna. Vielen Dank für Ihre Einblicke. Lektion 2: Die Biowahl. Guten Tag, Anna. Ich hoffe, du genießt deinen Tag. Guten Tag, John. Mir geht es gut, danke. Reden. Mir geht es recht gut. Ich habe über die Vorteile von Bioprodukten nachgedacht. Das ist ein wichtiges Thema. Kaufen Sie nach Möglichkeit Bioprodukte. Ich versuche, wann immer möglich, Bioprodukte zu kaufen. Ich glaube, sie sind gesünder. Ich teile diese Ansicht. Bioprodukte enthalten oft weniger Chemikalien. Genau. Viele herkömmliche Produkte enthalten Pestizide und Zusatzstoffe, die mir Sorgen bereiten. Ja, das Wissen um solche Substanzen beeinflusst auch meine Entscheidungen. Welche Arten von Bioprodukten bevorzugen Sie? Ich kaufe hauptsächlich Bioobst und Gemüse. Meiner Meinung nach schmecken sie frischer. Da stimme ich zu. Frische ist für den Geschmack unerlässlich. Kaufst du Bioprodukte in bestimmten Läden ein? Ja, ich gehe regelmäßig auf die lokalen Bauernmärkte. Dort gibt es normalerweise eine große Auswahl. Die Unterstützung lokaler Landwirte ist eine hervorragende Möglichkeit, Nachhaltigkeit zu fördern. Ruf. Ich genieße es zu wissen, woher meine Lebensmittel kommen. Diesen Aspekt schätze ich ebenfalls. Glauben Sie, dass Bioprodukte ihren Preis wert sind? Auch wenn sie teurer sein können, rechtfertigt meiner Meinung nach der gesundheitliche Nutzen die Kosten. Das ist eine berechtigte Ansicht. Investitionen in die Gesundheit sind für das langfristige Wohlbefinden unerlässlich. Wie sieht es mit Biofleisch und Biomilchprodukten aus? Kaufen Sie diese Produkte. Ich versuche, wenn möglich, Biofleisch zu kaufen. Meiner Meinung nach gewährleistet das ein besseres Tierwohl. Das ist ein wichtiger Punkt. Der ethische Umgang mit Tieren sollte Priorität haben. Ganz genau. Hinzu kommt, dass Biomilchprodukte oft nährstoffreicher sind. Ich finde, dass sie oft auch einen reichhaltigeren Geschmack haben. Sind Sie der Meinung, dass ökologische Landwirtschaftsmethoden besser für die Umwelt sind? Ja, ökologische Anbaumethoden tragen in der Regel zur Bodengesundheit und zur Artenvielfalt bei. Das ist entscheidend für eine nachhaltige Landwirtschaft. Glauben Sie, dass mehr Menschen über ökologischen Landbau nachdenken sollten? Ruf. Eine gesteigerte Nachfrage könnte nachhaltigere Praktiken fördern. Dies könnte zu einer positiven Veränderung in der Lebensmittelindustrie führen. Welche Herausforderungen sehen Sie für Menschen beim Umstieg auf Bioprodukte? Die Kosten können ein erhebliches Hindernis darstellen. Auch die Verfügbarkeit kann je nach Region variieren. Das stimmt. In manchen Gegenden fehlt der Zugang zu Bioprodukten. Bildung ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Vielen Menschen sind die Vorteile nicht bewusst. Ich stimme zu.
Mehr Bewusstsein kann zu fundierteren Entscheidungen führen. Haben Sie schon einmal überraschende Vorteile durch den Verzehr von Bioprodukten erlebt? Seit der Umstellung habe ich ein gesteigertes Energieniveau und eine verbesserte Verdauung festgestellt. Das ist fantastisch. Persönliche Gesundheitsverbesserungen können andere dazu motivieren, Bioprodukte auszuprobieren. Ja, der Austausch von Erfahrungen kann eine starke Wirkung haben, um Veränderungen anzustoßen. Würden Sie jemandem, der neu im Bereich Bioprodukte ist, empfehlen, mit bestimmten Produkten zu beginnen? Ich würde vorschlagen, mit den Dattidozien anzufangen. Das sind die am stärksten mit Schadstoffen belasteten Obst- und Gemüsesorten. Das ist ein hervorragender Ratschlag. Die Konzentration auf die wichtigsten Punkte kann den Übergang erleichtern. Darüber hinaus könnten manche Menschen in Erwägung ziehen, ihr eigenes Biogemüse anzubauen. Der Anbau eigener Lebensmittel kann ungemein lohnend und lehrreich sein. Es verbindet die Menschen mit ihren Nahrungsquellen und fördert so eine größere Wertschätzung. Vielen Dank für diese aufschlussreiche Diskussion, Anna. Ihre Einsichten sind wertvoll. Dankeschön. Ich habe unser Gespräch über Bioprodukte sehr genossen. Lasst uns auch in Zukunft gemeinsam gesunde und nachhaltige Alternativen erkunden. Lektion 3: Kindern den Umgang mit Geld beibringen. Guten Abend, Anna. Ich hoffe, es geht dir gut. Guten Abend, John. Mir geht es sehr gut, danke. Will dir Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Ich wollte ein wichtiges Thema ansprechen. Kindern den Umgang mit Geld beibringen. Das ist ein wichtiges Thema. Kinder müssen frühzeitig finanzielle Konzepte verstehen. Absolut. Welche Methoden wenden Sie an, um Ihren Kindern den Umgang mit Geld beizubringen? Ich beginne mit einfachen Konzepten wie Sparen und Ausgeben. Ich bin der Meinung, dass Kinder den Wert des Geldes frühzeitig lernen sollten. Das ist ein kluger Ansatz. Wie erklären Sie die Wichtigkeit des Sparens? Ich benutze oft ein Sparschwein. Es veranschaulicht, wie Sparen funktioniert. Die Kinder haben Spaß daran, zuzusehen, wie es sich fühlt. Das ist eine unterhaltsame und effektive Methode. Haben Sie mit ihnen schon über die Festlegung finanzieller Ziele gesprochen? Ja, ich ermutige sie dazu, sich keine Ziele zu setzen. Zum Beispiel für ein Spielzeug zu sparen, das sie sich wünschen. Das ist eine hervorragende Idee. Sie lehrt Geduld und Planung. Ich führe sie auch in das Konzept des Budgetierens ein. Wir erstellen gemeinsam einfache Budgets für ihr Taschengeld. Es ist wichtig, ihnen frühzeitig den Umgang mit Budgetfragen zu vermitteln. Davon werden sie in Zukunft profitieren. Ich stimme zu. Ich erkläre, dass Budgetplanung dabei hilft, Geld sinnvoll zu verwalten. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Sie an den Familienausgaben zu beteiligen? Ja, ich nehme sie oft mit zum Einkaufen. Ich zeige ihnen, wie man Preise vergleicht und Entscheidungen trifft. Das ist eine fantastische Möglichkeit, Sie einzubinden. Erfahrungen aus dem echten Leben sind die besten Lehrmeister. Ich spreche auch über Bedürfnisse im Gegensatz zu Wünschen. Das ist entscheidend für ihr Verständnis. Das ist eine wertvolle Lektion. Kinder sollten lernen, ihre Ausgaben zu priorisieren. Ja, ich bitte Sie, vor dem Kauf zu überlegen, was Sie wirklich brauchen. Wie handhaben Sie es, ihnen Geld für Leckereien oder Ausflüge zu geben? Ich habe ein Limit festgelegt. Innerhalb dieses Limits können Sie selbst entscheiden, wie Sie Ihr Geld ausgeben. Das fördert die Entscheidungsfindung.
Das ist eine großartige Strategie. Sie gibt Ihnen das Gefühl, Ihre Entscheidungen selbst in der Hand zu haben. Ich nutze auch Spiele und Apps, die zur Vermittlung von Finanzkompetenz entwickelt wurden. Sie machen das Lernen zum Vergnügen. Viele Spiele können auf spielerische Weise den Umgang mit Geld vermitteln. Kennst du welche, die dir besonders gefallen? Ja, meine Kinder spielen gerne Monopoly. Es festigt Konzepte wie Kaufen und Tauschen. Monopoly ist ein Klassiker. Es vermittelt strategisches Denken und gleichzeitig Finanzkompetenz. Eine weitere App, die wir gerne nutzen, ist Bankaro. Sie hilft dabei, Ersparnisse und Ausgaben zu visualisieren. Das klingt interessant. Technologie kann traditionelle Lernmethoden verbessern. In der Tat, ich glaube an die Kombination verschiedener Lehrmethoden, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Wie wäre es mit einer Diskussion über die Folgen schlechter finanzieller Entscheidungen? Ich halte es für unerlässlich, dieses Thema anzusprechen. Das Verständnis von Konsequenzen fördert verantwortungsvolles Verhalten. Ja, die Besprechung von Geschichten aus dem realen Leben kann helfen, diese Punkte zu veranschaulichen. Für- Ich erzähle manchmal Geschichten aus meinen eigenen Erfahrungen mit Geld. Persönliche Anekdoten können sehr wirkungsvoll sein. Sie veranschaulichen finanzielle Lektionen. Sind Sie bei der Vermittlung des Umgangs mit Geld an Ihre Kinder auf irgendwelche Schwierigkeiten gestoßen? Ja, manchmal können sie ungeduldig sein. Sie wollen sofortige Befriedigung. Das ist typisch. Geduld ist eine Fähigkeit, deren Entwicklung Zeit braucht. Wie bewahrt man Geduld beim Unterrichten dieser Lektionen? Ich erinnere mich selbst daran, dass Lernen Zeit braucht. Ich bemühe mich, es Ihnen so angenehm wie möglich zu gestalten. Das ist ein lobenswerter Ansatz. Kinder lernen am besten in einer positiven Umgebung. Da stimme ich zu. Ich feiere Ihre Erfolge immer, egal wie klein sie auch sein mögen. Das Feiern von Erfolgen festigt ihren Lernprozess. Es motiviert sie zum Weitermachen. Welchen abschließenden Rat würden Sie Eltern geben, die ihren Kindern den Umgang mit Geld beibringen? Ich würde empfehlen, frühzeitig damit anzufangen und konsequent zu bleiben. Offene Gespräche sind unerlässlich. Das ist ein wertvoller Rat, John. Kommunikation ist der Schlüssel zum Verständnis. Vielen Dank für Ihre Einblicke, Anna. Es war ein aufschlussreiches Gespräch. Lektion 4: Die Zukunft des Fernunterrichts. Guten Morgen, Anna. Ich hoffe, es geht dir gut. Guten Morgen, John. Mir geht es gut, danke. Video. Mir geht es gut. Ich wollte mit Ihnen über Fernunterricht sprechen. Was halten Sie davon? Fernunterricht ist in letzter Zeit zu einem wichtigen Thema geworden. Ich glaube, er hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Das ist eine aufschlussreiche Sichtweise. Was sehen Sie als den größten Vorteil? Ein großer Vorteil ist die Flexibilität. Die Studierenden können in ihrem eigenen Tempo und von jedem beliebigen Ort aus lernen. Absolut. Flexibilität kann für Familien mit unterschiedlichen Arbeitszeiten sehr vorteilhaft sein. Darüber hinaus ermöglicht Fernunterricht oft den Zugang zu einem breiteren Spektrum an Ressourcen und Lehrkräften. Ja, Studierende können mit Experten aus aller Welt in Kontakt treten und so ihre Lernmöglichkeiten erweitern. Es gibt jedoch auch Herausforderungen. Beispielsweise haben nicht alle Schüler einen zuverlässigen Internetzugang.
Das ist ein ernstzunehmendes Problem. Unterschiede beim Zugang zu Technologie können Ungleichheiten hervorrufen. Ja, es kann die Fähigkeit mancher Schüler zur vollen Teilnahme beeinträchtigen. Und wie sieht es mit der sozialen Interaktion aus? Glauben Sie, dass Fernunterricht diese beeinflusst? Ja, soziale Interaktion ist entscheidend für die Entwicklung von Kommunikationstätigkeiten. Fernunterricht kann diese Interaktion einschränken. Ich habe gehört, dass sich manche Schüler während des Fernunterrichts isoliert fühlen. Viele verspüren Einsamkeit. Gruppenprojekte und Diskussionen werden vermisst. Lehrer spielen oft eine entscheidende Rolle bei der Schaffung sozialer Bindungen. Die Umstellung auf Fernunterricht kann diese Dynamik verändern. Das steht. Pädagogen müssen kreative Wege finden, um Online-Kontakte zu fördern. Haben Sie schon einmal wirksame Strategien zur Aufrechterhaltung sozialer Kontakte in Remote-Umgebungen beobachtet? Ja, viele Lehrer nutzen Breakout-Räume für Diskussionen in kleinen Gruppen. Das fördert die Interaktion. Das ist ein kluger Ansatz. Kleine Gruppen können dazu beitragen, Gefühle der Isolation zu verringern. Darüber hinaus erfreuen sich virtuelle außerschulische Aktivitäten zunehmender Beliebtheit, da sie es den Schülern ermöglichen, sich über gemeinsame Interessen zu vernetzen. Das klingt vielversprechend. Außerschulische Aktivitäten sind für die Gesamtentwicklung unerlässlich. Sie fördern tatsächlich Teamarbeit und Kommunikation über den Unterricht hinaus. Wie können Schulen Ihrer Meinung nach das Fernlernen verbessern? Schulen sollten in die Weiterbildung von Lehrkräften investieren. Kreativer Online-Unterricht erfordert andere Kompetenzen. Absolut. Berufliche Weiterbildung ist entscheidend für die Anpassung an neue Lernumgebungen. Ich bin außerdem der Ansicht, dass regelmäßiges Feedback von den Schülern das Fernlernerlebnis verbessern kann. Die Bedürfnisse der Studierenden zu berücksichtigen ist für die kontinuierliche Verbesserung unerlässlich. Ihre Erkenntnisse können zu bedeutsamen Veränderungen führen. Wie stehen Sie zu Hybridmodellen, die Präsenz- und Fernunterricht kombinieren? Ich finde Hybridmodelle sehr ansprechend. Sie vereinen das Beste aus beiden Welten. Ich stimme zu. Flexibilität beim Präsenzunterricht kann dazu beitragen, einige der Herausforderungen des Fernunterrichts zu bewältigen. Zudem könnten Hybridmodelle den Übergang zurück zum traditionellen Schulunterricht erleichtern. Ja, die Schüler können sich schrittweise wieder an persönliche Interaktion gewöhnen. Glauben Sie, dass Fernunterricht für viele Schüler langfristig eine Option bleiben wird? Ich glaube schon. Die Umstellung hat gezeigt, dass Fernunterricht effektiv sein kann, wenn er gut umgesetzt wird. Das ist aufschlussreich. Schulen können weiterhin Fernlernoptionen anbieten, um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Es ermutigt Eltern außerdem dazu, eine aktivere Rolle in der Bildung ihrer Kinder zu übernehmen. Das stimmt. Die Einbindung der Eltern kann den Lernerfolg der Schüler steigern, egal ob im Präsenzunterricht oder online. Welchen Rat würden Sie Eltern geben, die sich mit dem Thema Fernunterricht auseinandersetzen? Ich würde vorschlagen, eine strukturierte Routine einzuführen. Beständigkeit kann Schülern helfen, konzentriert zu bleiben. Das ist ein ausgezeichneter Ratschlag. Eine Routine vermittelt ein Gefühl von Normalität. Darüber hinaus sollten Eltern eine offene Kommunikation mit den Lehrern fördern. Zuruf. Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern kann zu einer besseren Unterstützung der Schüler führen. Danke, Anna, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast. Dieses Gespräch war sehr aufschlussreich.
Lektion 5: Den CO2-Fußabdruck verstehen. Guten Tag, Anna. Ich hoffe, Sie haben einen wundervollen Tag. Guten Tag, John. Mir geht es gut, danke. Reden. Mir geht es recht gut. Ich habe in letzter Zeit viel über das Konzept des CO2-Fußabdrucks nachgedacht. Das ist ein relevantes Thema. Erfassen Sie Ihren CO2-Fußabdruck. Ich bemühe mich, dies zu überwachen. Es ist unerlässlich, um meine Umweltauswirkungen zu verstehen. Ich stimme vollkommen zu. Die Kenntnis des eigenen CO2-Fußabdrucks kann zu besseren Entscheidungen führen. Auf welche Aspekte konzentrieren Sie sich bei der Messung Ihres ökologischen Fußabdrucks? Ich berücksichtige vor allem den Verkehr und meinen Energieverbrauch zu Hause. Das sind wichtige Faktoren. Haben Sie aufgrund Ihrer Erkenntnisse bereits Änderungen vorgenommen? Ja, ich nutze jetzt häufiger öffentliche Verkehrsmittel. Das ist nachhaltiger als Autofahren. Das ist lobenswert. Der öffentliche Nahverkehr kann die Emissionen deutlich reduzieren. Darüber hinaus achte ich verstärkt auf meinen Stromverbrauch. Wie gehen Sie damit um? Gibt es bestimmte Maßnahmen, die Sie ergreifen? Ich schalte das Licht aus und ziehe den Stecker von Geräten, wenn ich sie nicht benutze. Kleine Änderungen können viel bewirken. Absolut. Viele kleine Maßnahmen können im Laufe der Zeit zu erheblichen Reduzierungen führen. Erfassen Sie auch Ihren Wasserverbrauch. Ja, das tue ich. Wassersparen ist ein weiterer entscheidender Aspekt bei der Reduzierung des eigenen CO2-Fußabdrucks. Um dem entgegenzuwirken, habe ich in meinem Haus wassersparende Armaturen installiert. Das ist eine kluge Wahl. So wird Wasser gespart, ohne dass der Druck darunter leidet. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Ihren Fleischkonsum zu reduzieren, um Ihren CO2-Fußabdruck zu Ja, verringern? ich habe angefangen, mehr pflanzliche Gerichte in meine Ernährung einzubauen. Sie haben eine geringere Umweltbelastung. Das ist ein hervorragender Schritt. Schon kleine Ernährungsumstellungen können zur Nachhaltigkeit beitragen. Haben Sie Tipps für jemanden, der seinen CO2-Fußabdruck erfassen möchte? Ich empfehle die Verwendung von Online-Rechnern. Diese können auf Grundlage individueller Gewohnheiten eine gute Schätzung liefern. Das klingt hilfreich. Es kann das Bewusstsein fördern und zu Veränderungen anregen. Ja, die Fortschrittskontrolle kann das Engagement für ein nachhaltiges Leben stärken. Sind Sie bei dem Versuch, Ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern, auf irgendwelche Schwierigkeiten gestoßen? Manchmal ist es schwierig, beim Einkaufen nachhaltige Alternativen zu finden. Das ist eine häufige Herausforderung. Die Verfügbarkeit kann je nach Standort variieren. Ich recherchiere in der Regel Marken, die Wert auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Praktiken legen. Das ist klug. Die Unterstützung verantwortungsbewusster Unternehmen kann positive Veränderungen auf dem Markt bewirken. Sind Sie der Meinung, dass mehr Menschen über ihren CO2-Fußabdruck aufgeklärt werden sollten? Absolut. Ein gesteigertes Bewusstsein könnte zu mehr gemeinsamen Maßnahmen gegen den Klimawandel führen. Ich stimme zu. Bildung ist die Grundlage für fundierte Entscheidungen. Welche anderen Bereiche sollten Ihrer Meinung nach in Diskussionen über Nachhaltigkeit stärker berücksichtigt werden? Ich glaube, Abfallvermeidung ist unerlässlich. Vielen ist die Tragweite von Deponieabfällen nicht bewusst. Das stimmt.
Reduzieren, wiederverwenden und Risiken sollte stärker betont werden. Und durch Kompostierung lässt sich die Lebensmittelverschwendung ebenfalls deutlich reduzieren. Ja, Kompostierung reichert den Boden an und minimiert gleichzeitig den Abfall. Haben Sie schon mal über Kompostierung nachgedacht? Ich habe schon mal darüber nachgedacht, einen Kompoststaufen anzulegen. Es scheint lohnend und nützlich zu sein. Das stimmt wirklich. Es ist bemerkenswert, die Umwandlung von Abfall in nährstoffreichen Boden zu beobachten. Ich hoffe, dass mehr Menschen diese Praktiken übernehmen werden. Inspiration kann sich durch gemeinsame Erlebnisse und Informationen verbreiten. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch, Anna. Danke, John. Es hat mir Spaß gemacht, mit Ihnen über unsere CO2-Bilanz und Nachhaltigkeit zu sprechen. Lasst uns diese wichtigen Themen auch in Zukunft gemeinsam weiter erforschen. Lektion 6: Energiesparmaßnahmen. Guten Morgen, Anna. Ich hoffe, du hast einen guten Start in den Tag. Guten Morgen, John. Mir geht es gut, danke. Bei dir? Mir geht es gut. Ich habe in letzter Zeit viel über Energiesparen nachgedacht. Das ist ein wichtiges Thema. Energiesparen ist sowohl für die Umwelt als auch für unsere Stromrechnung unerlässlich. Ich stimme vollkommen zu. Welche praktischen Schritte unternehmen Sie, um zu Hause Energie zu sparen? Eines der ersten Dinge, die ich tue, ist, auf Energiesparlampen umzusteigen. Sie verbrauchen weniger Strom. Das ist ein ausgezeichneter Schritt. Haben Sie eine Veränderung bei Ihren Energiekosten bemerkt? Ja, tatsächlich. Meine Rechnungen sind gesunken, seit ich diese Änderung vorgenommen habe. Ich habe gehört, dass auch die Nutzung von natürlichem Licht während des Tages helfen kann. Ruf. Ich versuche, meine Vorhänge zu öffnen und so viel Sonnenlicht wie möglich hereinzulassen. Das ist ein kluger Ansatz. Natürliches Licht schafft zudem eine angenehme Atmosphäre. Ich schalte auch das Licht aus, wenn ich einen Raum verlasse. Es ist eine einfache, aber sehr effektive Gewohnheit. Jede Kleinigkeit zählt. Ziehen Sie den Stecker von Geräten, wenn Sie sie nicht benutzen. Ja, das tue ich. Viele Geräte verbrauchen auch im ausgeschalteten Zustand weiterhin Strom. Dies wird als Phantomlast bezeichnet. Das ist ein entscheidender Punkt. Ich benutze jetzt Steckdosenleisten, um es mir einfacher zu machen. Das ist eine tolle Idee. Steckdosenleisten ermöglichen das einfache Trennen mehrerer Geräte gleichzeitig. Und wie sieht es mit Heizung und Kühlung aus? Wie lassen sich diese effizient steuern? Ich stelle meinen Thermostat im Winter ein paar Grad niedriger und im Sommer ein paar Grad höher ein. Durch diese Anpassungen können im Laufe der Zeit erhebliche Energieeinsparungen erzielt werden. Ja, das können Sie. Ich achte außerdem darauf, dass mein Haus gut isoliert ist, um die Temperatur zu halten. Eine gute Isolierung ist unerlässlich. Sie verhindert Energieverluste und macht Heizen und Kühlen effizienter. Ich habe außerdem in energieeffiziente Haushaltsgeräte investiert. Sie verbrauchen weniger Energie als ältere Modelle. Das ist eine kluge Investition. Die anfänglichen Kosten können sich langfristig auszahlen. Ruf. Praktizieren Sie bestimmte Energiespargewohnheiten? Ich versuche, meinen Warmwasserverbrauch einzuschränken. Ich dusche kürzer und wasche meine Wäsche mit kaltem Wasser. Ausgezeichnete Gewohnheiten. Es ist erstaunlich,
wie viel Energie die Warmwasserbereitung verbrauchen kann. Außerdem koche ich in größeren Mengen, um Energie und Zeit zu sparen. Das Kochen in größeren Mengen ist effizient. Es ermöglicht außerdem eine einfachere Zubereitung der Mahlzeiten. Nutzen Sie erneuerbare Energiequellen wie Solaranlagen? Ich besitze noch keine Solarpaneele, plane aber, sie nächstes Jahr zu installieren. Das ist aufregend. Sie können Ihre Abhängigkeit von traditionellen Energiequellen deutlich verringern. Ja, und sie tragen zu einer gesünderen Umwelt bei. Haben Sie sich über lokale Förderprogramme für erneuerbare Energien informiert? Ja, das habe ich. Viele Regierungen bieten Rabatte oder Steuervergünstigungen für Solaranlagen an. Das ist vorteilhaft. Solche Anreize ermutigen mehr Menschen, erneuerbare Energien in Betracht zu ziehen. Hilf. Aufklärung über Energiesparmaßnahmen ist unerlässlich. Vielen Menschen sind die einfachen Veränderungen, die sie vornehmen können, nicht bewusst. Ich stimme zu. Sensibilisierung kann zu gemeinsamen Anstrengungen zur Energieeinsparung führen. Was ist Ihr nächstes Ziel im Bereich Energiesparen? Ich beabsichtige, eine Energieberatung für mein Haus durchzuführen. Dies wird mir helfen, weitere Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Das klingt nach einem ausgezeichneten Plan. Eine Überprüfung kann spezifische Änderungen aufzeigen, die Sie vielleicht noch nicht in Betracht gezogen haben. Haben Sie schon einmal eine Energieberatung durchgeführt? Ja, ich habe letztes Jahr an einem teilgenommen. Es war sehr aufschlussreich und hat mir geholfen, wirksame Veränderungen vorzunehmen. Danke, Anna, dass du deine Erkenntnisse mit uns geteilt hast. Ich habe viel aus unserem Gespräch gelernt. Danke, John. Ich schätze Ihre Gedanken zum Thema Energieeinsparung ebenfalls. Lasst uns auch in Zukunft gemeinsam energiesparende Praktiken fördern. Lektion 7. Die Bedeutung der Aktualisierung Ihres Lebenslaufs. Guten Morgen, Anna. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, John. Mir geht es gut, danke. Dir? Mir geht es gut. Ich habe über die Wichtigkeit nachgedacht, den eigenen Lebenslauf regelmäßig zu aktualisieren. Das ist ein entscheidendes Thema. Wie oft aktualisieren Sie Ihren Lebenslauf? Ich versuche, meinen Lebenslauf alle 6 Monate zu aktualisieren. Das hilft mir, den Überblick über meine Erfolge zu behalten. Das ist eine kluge Vorgehensweise. Häufige Aktualisierungen stellen sicher, dass man keine wichtigen Details vergisst. Genau. Und du? Wie oft überprüfst du deine? Ich überprüfe meine Liste jährlich. Nach bedeutenden Erfolgen nehme ich jedoch auch Aktualisierungen vor. Das ist eine gute Strategie. Erfolge direkt nach ihrem Eintreten zu notieren, erleichtert die Aktualisierung. In der Tat, es ist unerlässlich, auch kleine Erfolge anzuerkennen. Glauben Sie, dass Menschen ihren Lebenslauf oft vernachlässigen? Klar, viele tun das. Sie aktualisieren sie nur, wenn sie auf Jobsuche sind, was ein Fehler ist. Ich stimme zu. Regelmäßige Aktualisierungen tragen dazu bei, ein professionelles Image zu wahren. Wie organisieren Sie Ihren Lebenslauf? Ich verwende ein digitales Format. Dies ermöglicht eine einfache Bearbeitung und Formatierungsanpassung. Das ist klug. Digitale Lebensläufe sind vielseitiger. Haben Sie Ihren Lebenslauf schon einmal speziell für eine bestimmte Stelle angepasst? Ja, ich passe meinen Lebenslauf immer an die Stellenbeschreibung an.
Es ist wichtig, meine Fähigkeiten und Erfahrungen aufeinander abzustimmen. Maßgeschneiderte Kleidung unterstreicht relevante Fähigkeiten. Arbeitgeber wissen diesen Einsatz zu schätzen. Ganz genau. Es beweist, dass Sie wirklich an der Stelle interessiert sind. Fügen Sie Ihrem Lebenslauf eine Zusammenfassung hinzu. Ja, das tue ich. Eine Zusammenfassung bietet einen schnellen Überblick über meine Qualifikationen und Ziele. Das ist wirkungsvoll. Es erregt sofort Aufmerksamkeit. Haben Sie jemals Feedback zu Ihrem Lebenslauf von jemand anderem erhalten? Ja, ich habe einmal einen Mentor gebeten, meine Arbeit zu begutachten. Seine Anmerkungen waren sehr hilfreich. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Neue Perspektiven können Verbesserungspotenziale aufzeigen. Welchen Rat würden Sie jemandem geben, der seinen ersten Lebenslauf erstellt? Ich würde empfehlen, es kurz zu fassen. Für Berufsanfänger ist eine Seite in der Regel ausreichend. Das ist ein wichtiger Ratschlag. Klarheit und Kürze verbessern die Lesbarkeit. Darüber hinaus sollte man sich auf die Errungenschaften und nicht nur auf die Pflichten konzentrieren. Absolut. Die Hervorhebung von Erfolgen erregt Aufmerksamkeit. Ist Ihnen das Design eines Lebenslaufs wichtig? Ja, ein übersichtliches und sauberes Layout kann einen erheblichen Unterschied machen. Professionelles Design zeugt von Liebe zum Detail. Es ist Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Auf jeden Fall. Man muss jedoch darauf achten, dass das Design den Inhalt nicht in den Schatten stellt. Der Inhalt muss immer Priorität haben. Substanz ist wichtiger als Stil. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Vorlagen für Ihren Lebenslauf zu verwenden? Ja, aber ich ziehe es vor, mein Format individuell anzupassen. Es fühlt sich persönlicher an. Das ist verständlich. Personalisierung kann Sie von anderen abheben. Was halten Sie davon, Social-Media-Links in einen Lebenslauf aufzunehmen? Wenn die Social-Media-Präsenz professionell gestaltet ist, kann sie meiner Meinung nach von Vorteil sein. Sie präsentiert ihre Arbeit und ihr Netzwerk. Das ist ein berechtigter Einwand. Plattformen wie LinkedIn eignen sich hervorragend zum Netzwerken. Ja, es ermöglicht potenziellen Arbeitgebern, ihre beruflichen Leistungen einzusehen. Wie gehen Sie mit Lücken in Ihrem beruflichen Werdegang um? Ich beantworte Ihre Fragen ehrlich und hebe dabei alle relevanten Erlebnisse aus dieser Zeit hervor. Transparenz ist entscheidend. Arbeitgeber schätzen Ehrlichkeit. Würden Sie sagen, dass die kontinuierliche Weiterentwicklung von Fähigkeiten entscheidend für einen aussagekräftigen Lebenslauf ist? Absolut. Kontinuierliches Lernen verbessert die Beschäftigungsfähigkeit und beweist Anpassungsfähigkeit. Ich stimme zu. Weiterbildung kann die Karrierechancen erheblich verbessern. Vielen Dank für Ihre Einblicke, Anna. Dieses Gespräch war sehr aufschlussreich. Vielen Dank, John. Es hat mir Freude bereitet, mit Ihnen über die Bedeutung von Lebensläufen und beruflicher Weiterentwicklung zu sprechen. Lasst uns in Zukunft weitere berufsbezogene Themen erkunden. Lektion 8: Die Debatte um Sportpräferenzen. Guten Abend, Anna. Ich hoffe, du hast einen fantastischen Tag. Guten Abend, John. Mir geht es gut, danke. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Ich möchte ein Thema ansprechen, das viele interessiert: Trainingsvorlieben.
Bevorzugen Sie Gruppentraining oder Training allein? Das ist eine faszinierende Frage. Ich persönlich genieße Gruppentrainings. Sie fördern Motivation und Kameradschaft. Das kann ich verstehen. Die Energie anderer steigert oft die Leistung. Hast du eine Lieblingsart von Gruppenkurs? Klar, ich genieße Yogakurse sehr. Sie bieten sowohl körperliche als auch geistige Vorteile. Yoga ist hervorragend für Flexibilität und Entspannung. Praktizierst du es schon lange? Ich praktiziere Yoga nun schon seit einigen Jahren. Es hat mein Wohlbefinden deutlich verbessert. Das freut mich sehr zu hören. Empfinden Sie, dass die Gruppenatmosphäre Ihr Erlebnis bereichert? Zuruf. Gemeinsames Training schafft ein Gemeinschaftsgefühl. Es wirkt motivierend. Das kann ich nachvollziehen. Die positive Energie der anderen Teilnehmer kann ansteckend sein. Das stimmt absolut. Gruppentraining fördert außerdem die Verbindlichkeit. Man verpasst seltener einen Kurs. Das ist ein guter Punkt. Glaubst du aber, dass Gruppentraining nicht für jeden geeignet ist? Ja, das ist möglich. Manche Menschen fühlen sich in einer Gruppe möglicherweise eingeschüchtert. Genau. Ich glaube, manche bevorzugen die Privatsphäre beim Training allein. Solo-Training ermöglicht persönliche Reflexion und Selbstbeobachtung. Es bietet außerdem Flexibilität. Ja, wenn man alleine trainiert, kann man seinen Zeitplan und sein Tempo selbst bestimmen. Außerdem können Einzelpersonen verschiedene Übungen ausprobieren, ohne sich dabei unwohl zu fühlen. Hast du schon mal alleine trainiert? Ja, das habe ich. Ich genieße es gelegentlich, allein in der Natur zu laufen. Das befreit meinen Kopf. Laufen kann sehr befreiend sein. Bevorzugen Sie es, alleine zu laufen, anstatt in einer Gruppe? Manchmal ja. Ich finde, dass ich beim Joggen allein mit meinen Gedanken in Kontakt treten kann. Das ist eine wertvolle Erfahrung. Viele Menschen schätzen diese Ruhe während des Trainings. Ich glaube jedoch, dass beide Methoden ihre Vorteile haben. Da stimme ich zu. Es hängt wirklich von den persönlichen Vorlieben und der Stimmung ab. Manche Tage sehne ich mich nach dem sozialen Aspekt von Gruppenkursen. An anderen Tagen genieße ich die Einsamkeit. Abwechslung kann dazu beitragen, dass man bei Fitnessprogrammen motiviert bleibt. Haben Sie in letzter Zeit Veränderungen Ihrer Vorlieben festgestellt? Ja, meine Präferenzen können sich je nach Arbeitsbelastung und Stresslevel ändern. Das ist verständlich. Körperliche Aktivität ist oft eine Reaktion auf emotionale Bedürfnisse. Ja, an stressigen Tagen bevorzuge ich vielleicht kürzere Solo-Workouts. Das leuchtet ein. Kürzere Sitzungen lassen sich in einem vollen Terminkalender besser bewältigen. Umgekehrt suche ich in ruhigeren Zeiten möglicherweise die Motivation einer Gruppe. Das ist eine hervorragende Balance. Flexibilität ist wichtig, um ein regelmäßiges Trainingsprogramm beizubehalten. Haben Sie schon einmal versucht, Gruppen- und Einzeltraining zu kombinieren? Ja, ich integriere beides in mein Fitnessprogramm. An bestimmten Tagen nehme ich an Gruppenkursen teil. Das klingt effektiv. Welche Gruppentrainings machen dir Spaß? Ich mag hochintensive Intervalltrainingskurse. Sie sind anspruchsvoll, aber lohnend.
Die kann sehr effektiv sein. Es baut schnell Kraft und Ausdauer auf. Ich schätze es sehr, dass es auch die Unterstützung durch die Gemeinschaft während anspruchsvoller Trainingseinheiten ermöglicht. Absolut. Ermutigung kann Menschen dazu anspornen, härter zu arbeiten. Welchen Rat würden Sie jemandem geben, der überlegt, mit Gruppen- oder Einzeltraining zu beginnen? Ich würde empfehlen, beides auszuprobieren. Es ist wichtig herauszufinden, was einem am meisten zusagt. Ich stimme vollkommen zu. Die richtige Trainingsumgebung zu finden, ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Motivation. Ver Am wichtigsten ist letztendlich, aktiv zu bleiben und den Prozess zu genießen. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch, Anna. Ihre Sichtweisen sind sehr wertvoll. Dankeschön. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir über unsere sportlichen Vorlieben zu sprechen. Lasst uns auch in Zukunft Themen rund um Gesundheit und Wohlbefinden weiter erforschen.